Ja, liebe Freunde, heute Morgen geht es wieder zum Boot. Wir wollen die Kappe abholen in Grau, dann nach Ossenthal bringen, wieder aufs Boot montieren, denn nach unserem Urlaub soll das Boot ins Wasser. Und dann möchten wir natürlich nicht, dass alles nass wird, falls es regnet. Wir treffen uns dort vermutlich auch mit Peter, der auch zum Boot fährt. Und heute geht es aber nicht primär um das Boot, sondern mal um das Fahren. Wir haben dort natürlich unseren Diesel stehen, mit dem können wir auch fahren, da bräuchten wir nicht tanken, können wir in einem durchfahren, hin und zurück. Aber wir fahren mit E-Auto und wollen heute mal zeigen, wie das so in der Praxis einfach bei uns funktioniert. Wir sind bei 100% und können 444 Kilometer fahren bei 5 Grad und schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auf der A3 Richtung Niederlande und hier kann man etwas schneller fahren. Ich fahre immer so zwischen 100 und 130 maximal. Viel schneller will ich auch gar nicht fahren. Macht mir keinen Spaß. Und ja, wir müssen natürlich immer auch ein bisschen die Reichweite im Auge behalten. Da ist immer zu überlegen, fahre ich schneller, muss ich vielleicht einmal mehr anhalten und laden oder fahre ich langsamer und kann durchfahren. Das ist anders wie beim Diesel, wo ich weiß, es reicht auf jeden Fall, ob ich da 1000 oder 900 Kilometer weit komme, spielt dabei keine Rolle. Unser Ziel ist natürlich heute, wir wollen zum Kappenmacher und erst danach laden in der Mittagspause. Und wir laden grundsätzlich in der Regel bei McDonald's. Weil da kann man einen Hamburger essen, Kaffee trinken, Cola trinken und wenn wir damit fertig sind, geht es weiter. Und die haben fast alle eine Ladestation, einen Schnelllader. Das geht wunderbar. Deshalb mache ich auch keine großartige Ladeplanung, weil ich habe mir im Vorfeld angeguckt, wo sind die möglichen Ladepunkte und einen von denen werden wir anfahren. Hier auf der Autobahn habe ich die Energiegenerierung auf schwach gestellt. Die Rekuperation ist dadurch sehr gering, soll Strom sparen. Meistens habe ich das ja auf stark stehen, sodass das Auto immer, wenn ich vom Pedal gehe, automatisch stark abbremst. Und da kann ich fahren, ohne bremsen zu müssen. In der Stadt gleich, wenn wir wieder in den Niederlanden sind, dann stelle ich das auch wieder um. Wir sind hier an der Grenze. Natürlich sind auf der anderen Seite noch Grenzkontrollen. In unsere Richtung nicht. Da sieht man das Schild. Tempo 130 ist auf der Autobahn in den Niederlanden. Und viele glauben ja, das wäre 120. Das ist aber nicht richtig, weil meistens steht zwar das Schild 120, 100, aber wenn kein Schild steht, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung hier in den Niederlanden bei 130. Und wir kommen jetzt gleich in den Bereich, wo auch hier 130 gefahren werden darf. Ja, wir haben jetzt noch eine Restentfernung von 161 Kilometer. Akku zeigt noch 275 an. Und ja, die schnelle Strecke Richtung Arnhem hat uns natürlich etwas Kapazität gekostet, aber in Holland können wir ja nur 100 fahren und damit kommen wir mit dem Akku auf jeden Fall, so wie es aussieht, hin und müssen erst auf dem Rückweg laden. Da sieht man jetzt hier das Schild, das 120er Schild ist schon abgebaut. Hier ist nur noch Tempo 100 von 6 bis 19 Uhr. Das heißt, ab 19 Uhr kann man dann 130 fahren. Hier die Strecke nach Apeldoorn, da sieht man noch die normale Beschilderung, die fast überall war. 100 bis 19 Uhr und danach kann man 120 fahren. Aber das soll ja Zug um Zug abgebaut werden, dass man dann wieder auf die 130 kommt, fast überall. Aber so schnell, wie es angekündigt war, ist es doch nicht passiert. Das lässt viele glauben, dass die Höchstgeschwindigkeit in den Niederlanden 120 ist, aber die ist schon seit vielen Jahren 130. Wir sind hier am Kreuz Herrenveen, eine Abfahrt weiter ist auch der McDonald's, wo wir nachher laden wollen. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer bis Grau. Und das heißt natürlich, wir müssen auch zurück wieder 16 Kilometer. Und wir haben noch eine Restreichweite von 103 Kilometer, das reicht also locker. Wir haben nur noch 2 Grad. Das kostet uns natürlich auch ein bisschen Kapazität, aber mit dem großen Akku ist das alles kein Problem. Jetzt sind wir hier bei Deister und gucken wir mal, ob wir jetzt unsere Pläne kriegen. Wir sind fleißig am Arbeiten. Es schneit. Was? Dieses Wetter, ne? Ja. Geht weiter Richtung McDonald's, um das Auto aufzuladen. So, wir haben jetzt 287 Kilometer gefahren.
sind bei 26% Restakku. Und jetzt fahren wir zurück zu McDonald's und hoffen, dass da ein Lader frei ist. Und dann, ja, da gibt es Toilette, da gibt es alles. Was Warmes trinken, essen, Toilette, aufwärmen. Was man jetzt feststellen muss, wir sind losgefahren und das Auto hat angezeigt, dass wir über 400 Kilometer fahren können. Aber Temperatur und Geschwindigkeit beeinflusst natürlich das Ganze, ne? Sodass man halt nicht immer diese 400 Kilometer fahren kann. Aber zum Glück sind an vielen McDonald's auch die Ladestationen. Grundsätzlich kann man hier praktisch an jeder Raststätte laden und auch an vielen Parkplätzen. Also laden ist überhaupt kein Problem. Wir hätten auch schon auf der Hinfahrt jetzt kurz vor dem Ziel hier laden können. Und es gibt auch gleich hier noch einen Schnelllader auf der Autobahn, wo wir auch anhalten könnten. Jetzt stehen wir hier am Schnelllader, weil drüben bei McDonald's zwar mehrere Lader sind, aber nur einer CCS. Und ja, die anderen kann ich nicht benutzen. Und der 11 kW-Lader ist zu langsam. Aber ist ja kein Problem, weil gegenüber ist ja ein Ladepark. Und 200 Meter laufen ist auch nicht schlimm. So, ich habe jetzt über die App bestellt, da gibt es immer noch Angebote. Der Vorteil ist, ich muss mich nicht an den vollen Automaten stellen, kann in Ruhe am Handy aussuchen und dann einfach bestellen, wird Kreditkarte bezahlt oder in Deutschland kann man auch mit PayPal bezahlen. Und ja, schon erledigt. Und jetzt warten wir aufs Essen. Keine 5 Minuten ist das Essen da. Dann lass es dir schmecken. Und jetzt geht es wieder zurück zum Auto. Wir machen da kein großes Spiel. Sind fertig mit Essen und dann geht es auch gleich rüber und dann schauen wir mal, wie der Akku aussieht. Und dann fahren wir weiter. Und wenn es nicht reicht, dann halten wir unterwegs noch mal für 10 Minuten an. Da sind wir mal gespannt, wo wir jetzt stehen. In der Zeit, wo wir jetzt bei McDonald's waren, sind wir bei 83% schon wieder. 322 Kilometer. Sieht gut aus. Okay, dann stöpseln wir mal ab. Ladevorgang beenden. Jetzt sind wir wieder von der Autobahn runter und jetzt stelle ich wieder auf hohe Energieregulierung, hohe Rekuperation. Das erspart mir das Bremsen. Ich kann jetzt praktisch, außer wenn ich eine Notbremsung machen muss, nur mit dem Strompedal Gas geben oder bremsen. Und was ich natürlich auch noch machen kann, ist den One-Pedal-Modus benutzen. Das machen wir jetzt auch mal. Nee, zum Fenster raus. Ja. Okay. So, und jetzt mit dem One-Pedal-Modus kann ich so fahren, dass das Auto stehen bleibt. Wenn wir also an eine Ampel kommen, muss ich nur vom Strompedal runtergehen und das Auto bleibt komplett stehen. Jetzt haben wir noch 17 Kilometer bis Ossenzeil, 18 Minuten, dann sind wir gleich da. 300 Meter weg von unserem Winterlager ist noch eine 11 kW Ladestation. Und da der Akku noch nicht voll ist, nutze ich das natürlich aus. Kostet nur 36 Cent hier. Das muss ich einfach machen. Und jetzt gehen wir zu unserem Boot. Die Sachen habe ich schon abgeliefert, da sind nur 300 Meter. Ja, das Boot ist schon zum Teil poliert. Wir haben jetzt hier die Plane mitgebracht und schon mal ein paar Sachen, die wir an Bord nehmen können und bauen dann gleich die Plane auf. Wir haben nur das hintere Teil, das Dach mitgenommen. Die Fenster sind alle hier geblieben. Und ja, das sollte jetzt nicht so ein großes Problem sein. Das ist ja alles mit Reißverschluss, das wieder reinzukriegen. So, jetzt, ja, das Dach haben wir drauf. War gar nicht so schwer. Jetzt müssen wir nur noch gucken, welches Fenster kommt wohin. Und dann sind wir auch schon fertig hier. Wird gerade gewienert, das Boot von außen, ordentlich poliert. Es geht in Richtung neue Saison. Verdeck ist wieder drauf, war leichter als ich gedacht habe. Und jetzt gucken wir noch mal nach den Batterien. Ich will wissen, wie groß die Fläche ist für die Batterien, was ich da überhaupt reinstellen kann. Die sind ja unter der Treppe und da komme ich schlecht dran. Die muss ich also waagerecht reinheben, deshalb dürfen die auch nicht zu schwer werden. Dadurch, dass die Batterien abgeklemmt sind, gibt es natürlich auch kein Licht. Deshalb müssen wir mit Taschenlampe arbeiten und ich muss jetzt hier unten reinkriechen, damit ich überhaupt was sehe. Hier sieht man die beiden
notdürftig angebrachten Batterien. Und dahinter ist noch ein Fach, wo auch Batterien reinpassen. Aber die haben natürlich nur eine bestimmte Größe und muss ich jetzt messen. Und die sind auch in unterschiedlichen Höhen. Dann messen wir da 26,4. Ja, 26,5. 26,5. Da liegt ein Zettel am Tisch. Ja. Da ist noch eine blöde Kante drin. Kann man da nicht was Neueres bauen? Ja, das müsste komplett dann umgebaut werden. Oder die Platte hier vorne ab, damit es breiter wird. Aber hier laufen ja auch die Schläuche lang alle. Also im Grunde könnte man eine einzige Batterie hinten reinbauen. Da ist dann diese blöde Kante. Aber die würde nicht stören, weil das ist tief genug. Ich hätte neben den Batterien jetzt noch Platz 40 cm. Der Boden in der Halle ist schon hoch. Ja, ein Hochhaus. Das ist gut. Und es wird schon poliert. Alles erledigt, Verdeck ist drauf. Ich habe jetzt die Batterien ausgemessen, das war sehr ernüchternd, der kleine Platz, der dort ist. Mal schauen, was wir daraus machen können. Und gegenüber letztem Mal sieht man schon das Anti-Fouling. Das Boot sieht jetzt sehr schön aus. Hier wird gerade poliert und wir machen uns wieder auf den Weg. Das Laden am AC-Lader hat nochmal uns den Rest gegeben, 93%, 366 Kilometer. Damit kommen wir jetzt nach Hause, haben nur 250 Kilometer zu fahren. Ja, das mit dem Strom war ernüchternd. Die Größe der Batteriefächer ist nicht riesig. Also so wie es im Moment aussieht, werde ich eine neue Lithium-Eisenphosphat-Batterie dazu bauen und die beiden bestehenden Batterien als Batterien fürs Heckstrahlruder lassen und das Ganze trennen. Und ja, war ein erfolgreicher Tag. Die Kappe ist drauf. Wir wissen jetzt, wie groß die Batterien sein dürfen. Bis zum nächsten Video.